Hallo, oh mein Gott, heute für euch habe ich einen YouTube-Star hier vor Ort bei uns in dem Salon in Hamburg. Ich habe wirklich gedacht, den werde ich nie kriegen, wirklich nie kriegen. Aber ich kann euch sagen, dieser Mann ist sowas von anstrengend, teilweise auch eine Diva. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann kommt mit, lasst euch überraschen. Also. So, ich bin ganz aufgeregt, euch diesen YouTube-Star vorzustellen, aber ich muss mal gucken. Du, sag mal, Dominik, wo ist denn der YouTube-Star? Was für ein YouTube-Star redest du Ja, wir denn? wollten doch eine Transformation machen, wo ich schon immer dran bin, vorne mit Geheimratsecken. So ein Schnacker. Ich habe heute die Transformation. Aber es steht doch hier im Programmheft drin, YouTube-Star. Du bist doch kein YouTube-Star. Das war bestimmt unser Benny, oder so ein Arsch. Du bist doch kein YouTube-Star. Also ich wünsche euch viel Spaß mit Jeanette und Dominik. Ja, Leute, heute steht meine Transformation an. Ihr seht natürlich, ich trage bereits ein Haarteil. Wie ihr mich kennt, ich bin Perfektionist, was natürlich auch nicht immer vorteilhaft ist, aber das mache ich für euch. Ich wollte ganz genau checken, welche Systemart für mich die beste ist, weil was für mich das Beste ist, heißt ja vielleicht auch, dass es für euch das Beste ist. Und dementsprechend möchte ich euch genau das heute präsentieren. Erstmal vielen Dank, Papa, für deine tolle Anmoderation. Ich bin natürlich kein YouTube-Star, ich bin Dominik Heidecke, so kennt ihr mich. Bleibt auf jeden Fall bei diesem Video dran, weil dieses Video werde ich auch nutzen, um euch so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Warum habe ich ein Haarteil? Was sind die Beweggründe? Welche Möglichkeiten gibt es? Und natürlich klar auch, wie mein neues System eingeschnitten wird. Also, viel Spaß. Bevor ich zur ersten Antwort komme, möchte ich erst mal sagen, jetzt weiß ich genau, wie ihr euch fühlt, als du vielleicht hier zur Transformation gesessen hast. Ja, ansonsten stehe ich ja immer da, wo Janet steht oder ein bisschen rechts oder ein bisschen weiter links. Jetzt sitze ich hier selber, ist irgendwie ein geiles Gefühl. Mein Kameramann filmt mich, Janet macht bei mir die Transformation. Meine Kollegin an der Rezeption, die hört gespannt zu. Und jetzt würde ich, sage ich mal, erstmal zur ersten Frage kommen. Der richtige Zeitpunkt ist für mich gekommen, als ich gesehen habe, dass meine Stylisten einfach so eine geile Arbeit machen für Frontsysteme bei unseren Kunden, wo ich dachte, krass, so gut will ich auch aussehen, also bist du jetzt an der Reihe. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Video. Ich trage ein Lace-System, aber wir haben natürlich auch Foliensysteme für den Frontbereich. Wo die Unterschiede liegen, das würde ich euch separat in einem extra Video nochmal erklären. Jetzt möchte ich euch zwei Möglichkeiten aufzeigen, welche Systemarten möglich sind. Und zwar gibt es folgende Möglichkeit. Für Kunden, die gar keine Lust haben auf Rasieren, gibt es zum Beispiel auch die Option, dass man im Endeffekt wie so ein U macht, also wie so ein Hufeisen, indem man nur den Bereich füllt vor seiner Haarlinie, die man noch hat. Wenn die aber zu dünn ist, dann würdet ihr so machen, wie ich es mache, dass man im Endeffekt nicht nur den Bereich füllt, sondern auch ein bisschen von den eigenen Haaren wegrasiert und dann hätte man praktisch noch mehr Dichte auch im hinteren Bereich. Aber wenn ich wirklich nur Ecken habe eine zu hohe Stirn, dann kann man einfach wirklich nur wie so ein Hufeisen, wie so ein U, das vorne ransetzen und man hat eigentlich gar kein Risiko, was man eingeht und naja, no risk, no fun, probier es aus, sammel die Erfahrung und let's go. Für mich ist der wichtigste Wohlfühlfaktor bei einem Haarsystem auf jeden Fall einmal A, die Dichte, also die richtige Dichte, die muss man für sich finden. Und da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, bis man für sich sein Favorite gefunden hat. Und die Positionierung, also die Höhenbestimmung der Haarlinie. Da reichen wirklich manchmal so 1-2 Millimeter aus und da könnte ich gefühlt durchdrehen, weil ich mich dann nicht mehr wohlfühle, weil für mich dann einfach das Gesicht ganz anders gerahmt wird. Und da könnt ihr Janet mal fragen, wenn ihr mal hier seid. Wir hatten ja schon einige Streitereien, wo ich sage, sag mal, spinnst du, das Haarteil ist viel zu scheiße positioniert und blau und so ist. Also kein Spaß. Und wie gesagt, wichtig, Position, also Höhenbestimmung und Haardichte. Also ein kleiner Expertentipp für euch, no joke. Wenn ihr einen neuen Kleber auftragt und ihr wollt die Einwirkzeit überbrücken, ich mache das übrigens morgens, ich putze mir in der Zeit die Zähne. Kein Witz, ihr habt wirklich die Einwirkzeit überbrückt, kurz Zähne geputzt und fertig.
Ja, also ich bin mega happy mit meinem Frontsystem und ich kann es euch wirklich nur noch empfehlen, weil ich finde allgemein auch, dass das Gesicht ganz anders gerahmt wird. Also was wirklich, ich glaube, meine Ecke sind vielleicht 2 Zentimeter auf jeder Seite groß, aber wie die Dynamik dadurch entsteht, dass das Gesicht ganz anders betont wird, zur Geltung kommt, auch der Style und so weiter. Ich finde es wirklich on point. Falls ihr, wie gesagt, auch Geheimratsecken habt, ruft uns an, kontaktiert uns auf allen Kanälen und dann machen wir das Gleiche für euch. Bis dann, ciao, euer Dominik.